Der Mensch, das Augenwesen, braucht das Bild. Das sagte einst Leonardo da Vinci. Wohl wahr, auch in unserer heutigen Bilderflut mag uns ein frivoler Akt noch immer zu fesseln. Wo aber da Vinci die Perfektion des Körpers vor Augen hatte, will heute der Künstler Daniel Eisenhut mit seinen Aktbildern gegen Vorurteile kämpfen. Im Rahmen der Manifesta malt er Zürcherinnen und Zürcher, splitternackt natürlich. Sein Projekt Tout Nu ist nicht ohne. In der Jedlitschka Gallery in Zürich lädt Daniel Eisenhut dazu ein, vor ihm und vor Publikum hüllenlos Modell zu stehen. Am Schluss will er 100 Porträts von Zürcherinnen und Zürchern in einem riesigen Bild vereinen. Alle mit Sonnenbrille zur Wahrung der Anonymität und als Anspielung auf den coolen städtischen Lifestyle. Doch der israelisch-schweizerische Künstler begnügt sich nicht mit flotter Oberfläche. Es geht mir nicht um Voyeurismus, es geht um Begegnung. Wir sind einfach Menschen. Für einen Moment sind wir einfach Menschen. Für 20 Minuten und wir sind Menschen zusammen. Ich glaube, das ist es. Wir sind alle nackt. Das ist nochmal so eine Art, wir haben vorher geredet über was trennt ist, das ist das. Kleider sind eine Illusion eigentlich. Ohne Kleider passt man in kein Klischee. Das ist der Ausgangspunkt für Daniel Eisenhuts politische Arbeit. Mit seinen Aktbildern malt er gegen gesellschaftliche Ausgrenzung und gegen Vorurteile an. In Weißrussland porträtierte er 2015 nackte Schwule und Lesben, die dort diskriminiert und schikaniert werden. Modelle und Maler riskierten dabei Gefängnisstrafen. Den Homosexuellen stellte er in einer Ausstellung nackte Heterosexuelle gegenüber. In Gruppenbildern erinnerte der Künstler zudem an schwule Holocaust-Opfer. Und er lud die Ausstellungsbesucher dazu ein, mit rosa Klebern zu bekunden, wen sie für schwul hielten. Mit den gleichen Dreiecken wie damals die Nazis im KZ Schwule markierten. Es geht um die Wahl, das heisst, dass Leute wählen. Dass Leute mit dem für eine Sekunde mit dem auseinanderkommen. Alle diese Themen kann man sehr, sehr schwer anschauen, kann man sehr, sehr schwer lasten und so weiter. Aber grundsätzlich geht es auch um, dass das kommuniziert wird, dass es interaktiv ist, dass es Freude macht. Daniel Eisenhuts Engagement für Menschenrechte und Toleranz erschöpft sich nicht in Aktbildern. Ein weiteres Projekt beinhaltet Porträts von Autisten und Nicht-Autisten. Sie sind auf seinen Bildern nicht zu unterscheiden. Das soll, so der Künstler, die Betrachter dazu auffordern, beide Gruppen mit gleichem Respekt zu behandeln. Besonders ergreifend ist Eisenhuts letztjährige Arbeit La Classe. Er porträtierte Kinder in Syrien und der Schweiz und mischte dann die Bilder, um sie einander vergleichbar zu machen. Ich habe verstanden auch für mich, dass das eigentlich egal ist, welche Kinder doch ein gleiches traumatisierte Leben haben. Bei syrischen Kindern sind Traumata allerdings der Normalfall. Das berührt Daniel Eisenhut besonders, weil es ihn an die eigene Kindheit im kriegsversehrten Israel erinnert. Wenn ein Kind malt mit dem Gesicht von einem 30- oder 40-Jährigen hat, die Augen ist das Gleiche. Für mich war das krass, weil das sind Gesichter, die ich von Israel kannte. Fast alle Männer, mit denen ich aufgewachsen bin, alle Idole von meiner Kindheit, sie haben den gleichen Blick von diesen Kindern. Und dann verstehst du, dass etwas stimmt da nicht. Mag sein, dass nicht alle in diesen Blicken erkennen, was der Künstler sieht. Doch auch dann laden seine Werke dazu ein, genau hinzuschauen und das eigene Bewusstsein zu schärfen. Ebenso bei seinen Aktbildern in Zürich, die weit entfernt sind von Pin-up-Ästhetik. Ich finde Schönheit auch bei der Nicht-Schönheit oder der Spannenden. Vielleicht wenn wir das Wort Schönheit ein bisschen auf die Seite tun und sagen, spannend. Die Kratzen sind das, was uns macht. Die Kratzen, die ich ihm mittrage, das ist alles, was ich mache, was Leute sehen. Eisenhuts Bilder. Ein Angebot, sich unvoreingenommen und persönlich zu begegnen und sich nicht von Vorurteilen oder Klischees blenden zu lassen.